Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute haben wir mal wieder eine Liste am Start. Diesmal ist das aber nicht die Liste von Strider, die ihr vielleicht kennt, mit den besten Spielern der Welt nach dem Rang geordnet, so von der Stärke her, ne? Wer am meisten Skillpunkte hat und so weiter und so fort, wer am höchsten steht, sondern diesmal haben wir eine andere Liste und zwar von Dein Nachbar. Ja, kennen ja bestimmt einige, ist ja letztens gerade erst der Name gefallen im Video mit Igni zusammen. Und kurz daraufhin hatte mir Dein Nachbar auch diese Liste erstellt. Oder besser gesagt aktualisiert, weil die Liste verfolgt er schon länger. Und hat mir die im Anschluss direkt ein paar Stunden später irgendwie nach dem Video zukommen lassen. Ja. Ich habe es ein bisschen verpennt, muss ich sagen, darüber ein Video zu machen. Ich wollte es eigentlich machen, habe es aber dann doch nicht geschafft. Jetzt ist es soweit, ein paar Tage später. Das heißt, die Liste ist wieder vielleicht ein bisschen unaktuell. Aber ja, lasse sie vielleicht jetzt 5-6 Tage oder so alt sein. Und was sind jetzt 5-6 Tage in so einem Levelbereich hier, ja? Wir hatten uns ja gefragt gehabt, der wievielte 600. Account war Ignil oder hat Ignil erreicht. So war er in den Top 10 drin, das hatten wir uns gefragt gehabt. Und daraufhin hatte Dein Nachbar dann nochmal eine Liste erstellt und hier die höchsten Spieler, also die Spieler mit dem höchsten Level hier aufgelistet. Ja. Ganz oben angefangen, Dr. Dam, das ist momentan der Führende, der das höchste Level in ganz Shakes and Fidget hat und danach kommt erstmal lange Zeit nichts. Da tummeln sich sehr viele Leute rum auf 605, 604, ne, so in dem Bereich. So. Und wir sehen, der Ignil, der hat es als 12. geschafft. Also er ist ganz knapp vorbeigerutscht an der Top 10 Platzierung weltweit. Ja, ist natürlich trotzdem immer noch eine ziemlich heftige Leistung auf jeden Fall. Das darf man nicht vergessen. Und man muss auch dazu sagen, dass der Ignil ja sich auch noch Dungeons aufgehoben hat. Wir waren ja im Account drinne gewesen und da hat er uns ja gezeigt gehabt, dass er noch einiges offen hat. Und wenn er diese ganzen Dungeons noch legen würde, dann könnte er höchstwahrscheinlich, ja, ich gehe mal von aus, dass er sich auf jeden Fall in den Top 3 hier behaupten kann. Ich weiß nicht, Dr. Dam wird wahrscheinlich trotzdem immer noch sehr schwierig sein, das Level zu erreichen. Ja, Dr. Dam ja damals der direkte Kontrahent zu Bad News Ron / Don Serapio, der ja als erster Stufe 600 weltweit erreicht hatte. Der hatte sich ja auch über 40 Dungeons aufgehoben gehabt, hat die dann am Stück zerlegt gehabt alle. Da hatte ich ja das auch begleitet per Video und so. Ne, also da hatten wir uns drüber spekuliert auf jeden Fall. Und ja, deswegen könnte es auch sein, alle Leute, die hier jetzt Stufe 600 erreichen oder die hier jetzt ein bisschen über 600 sind, die könnten alle noch Dungeons offen haben. Ja, man weiß nicht, wie viele Dungeons die Leute hier noch offen haben, die ein bisschen über 600 sind, weil der Ehrenabstand oder ich sag mal der Levelabstand zu Dr. Dam, der ist ziemlich heftig, sag ich mal so, ne? Und wir wissen bei Dr. Dam ja, dass er sich ja alle Dungeons genommen hat, soweit wir darüber informiert sind. Also der hat keine Dungeons offen. Und das ist halt der Vorteil von eventuell noch Ignil und halt vielen anderen Leuten, die halt ganz oben vom Level her mitspielen können. Ne? Dass das Ganze nicht rentabel ist, das wissen wir, dass man auf XP spielt, aber bei den Accounts geht es halt primär eher darum, der höchste Spieler in Shakes and Fidget zu sein. Und das ist halt auch immerhin auf jeden Fall ein starker Meilenstein, den sich halt noch ein paar Handvoll Spieler hier noch sichern wollen. Ne? Gut, und als Inhalt von diesem Video hatte ich mir gedacht, ich zeige euch mal die Top 5 Accounts, ja, also die höchsten Accounts in Shakes and Fidget, angefangen mit Dr. Dam, Don Zeus, Boboline, Kulip und DE Termit, ja. Und da fangen wir gleich mal an, denn ich fand es ziemlich interessant, auch mal von denen die ganzen Stat-Punkte, das Equipment zu sehen, auf was sie so Wert legen und ja, wie es so auf deren Servern aussieht. Denn höchster Spieler heißt nicht gleich automatisch bester Spieler, wie wir hier sehen. Dr. Dam ist einer der, also ist der höchste Spieler in Shakes and Fidget, aber ist jetzt auf seinem Server jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht so gut dabei. Nach Striders Liste, nach den stärksten Spielern weltweit, ist er, glaube ich, international gesehen nur auf Rang, weiß ich nicht, 50 oder so, 50, 60, also ziemlich weit hinten im Vergleich zu den besten Spielern. Das ist trotzdem immer noch eine sehr starke Leistung, ne, so hoch zu sein in dem Rating. Obwohl man halt ganz andere Prioritäten hat hier wie Dr. Dam, ja, der halt dann wirklich eher auf Erfahrung spielt, als ja, hier irgendwie PvP-mäßig großartig mitzuhalten. Und was mir direkt auch auffällt, man sieht es auch. Also Dr. Dam ist halt jetzt jemand, der anscheinend nicht wirklich viel Wert darauf legt, sag ich mal, hier sich großartig in der internationalen Ehrenhalle zu beweisen. Denn
Er hat wahrscheinlich komplett andere Ziele. Er will halt der höchste Spieler weltweit sein und da braucht man jetzt nicht unbedingt das meiste Geld dafür reinstecken. Ja, er könnte natürlich hundertprozentig mit seinem Level, was er hier hat, sich komplett neu equippen. Wir sehen, er hat hier teilweise normale Epics am Start. Er hat hier gar nicht mal so viele Legendary Items drin. Und was mir auch auffällt, dadurch, dass er wahrscheinlich auch nicht viel Leggy Dungeons gegrindet hat, wird er wahrscheinlich auch keine hohe Erfolgschance haben, legendäre Steine zu finden. Und deswegen hat er hier bisher nur einen einzigen legendären Edelstein. Der Rest ist alles noch komplett Black Gems, ja, was ja jetzt nun nicht mehr die aktuellste beste Taktik ist. Ne, man sollte ja alles komplett mit legendären Edelsteinen haben. Das ist ja schon bei weitem das Beste, was man machen kann. Und ja, würde er sich komplett legendär ausrüsten, noch mit legendären Edelsteinen, dann fällt mir noch dazu auf, dass sein Equipment halt jetzt alles nur 10-mal verbessert ist. Ich sage nur 10-mal, weil ich bin selbst jetzt schon bei 12 und habe nicht so viel Geld investiert in das Spiel. Ne? Also jetzt im Vergleich zu anderen Leuten, sag ich mal, ist immer noch eine Frage, was ist viel Geld, ne? Natürlich, muss man sich immer stellen. Und auch in Bezug auf den Arena-Manager sehen wir, er hat hier 33% auf seinen Waffenschaden, auf seine Waffenrune, was jetzt auch nicht so viel ist, das heißt, er wird auch den Arena-Manager nicht großartig gepusht haben, also hier in dem Account steckt wahrscheinlich nicht sehr viel Geld drin. Ne? Aber wie gesagt, er ist halt nicht darauf ausgelegt, hier in der Ehrenhalle großartig mitzuspielen, sondern er hat halt hier andere Ziele. Ne? Ansonsten sehen wir hier 76k auf Basisstat und 65k hier Basisstat Ausdauer, Stärke 76k. Ne, ist fast 50-50 und von den Skills her muss ich mal so sagen, ja, also die sind natürlich sehr stark, trotzdem immer noch. Ne? Man darf das Ganze hier natürlich nicht kleinreden. Trotz dessen er ein großes Level hat, hier das höchste Level, hat er trotzdem einigermaßen gute Stats. Aber im Vergleich jetzt mal zum ersten vielleicht mal so, wenn wir den mal vergleichen, 73 zu 76. Warte mal, ne, wir können ja nicht, wir können es nur mit uns vergleichen. Mal 73 zu 76, ne 67, Entschuldigung, immer diese Wortdreher hier. 65 zu 76, ja. Aber er hat halt ein deutlich höheres Level. So, andere Leute hier auf seinem Server haben da vielleicht andere Prioritäten. So, er ist zum Beispiel komplett legendär ausgerüstet, hat hier auch schon fast alles mit Leggy Gems drin. Ne? Es geht alles ein bisschen langsamer irgendwie hier auf den alten Servern, habe ich so das Gefühl. Die legen da jetzt nicht ganz so viel Wert drauf, ne? Wie jetzt zum Beispiel jetzt ich persönlich, sag ich mal, der auf meinem Server eigentlich richtig durchstarten will, da auch ein bisschen was investiert sogar, um dann halt ja, dauerhaft dann in der internationalen Ehrenhalle vertreten zu sein. Ne? Da sind die Leute auf den alten Servern eher, ja, die lassen das so auf sich zukommen, sag ich mal so. Ne? Ich meine, also das sieht natürlich schon sehr stark aus. Ne? Das ist natürlich auch hier Arena Manager, ist schon strong, aber hier teilweise das Equipment plus 7 verbessert. Ich meine, da kann man so viel mehr rausholen, sag ich mal. Ne? Und ja, hier, dass hier auch noch so ein Stein fehlt. Ich meine, das kann natürlich immer Pech sein. Ne? Aber ja, ich sag mal, da kann man auf jeden Fall deutlich mehr rausholen. Gut, das ist der Server von Dr. Darm. Er spielt hier auf der deutschen Welt Nummer 4. Jetzt kommen wir zum zweiten, das ist Don Zeus. Ja, der Don Zeus ist hier Stufe 605, natürlich vom Level her deutlich weiter unten als Dr. Darm, aber man weiß immer nicht, man soll nicht judgen, ne, wie lange er hier noch ja, Dungeons noch offen hat, wie viele. 11 lange Jahre, ein baldiges Ende für diesen Account steht bevor. Nachfolger gesucht? Ja gut, das haut mich jetzt tatsächlich ein bisschen aus den Latschen, muss ich sagen, hier. Nicht, dass hier noch ein weiterer Top-Spieler von uns gehen will. Das ist natürlich jetzt nicht gerade sehr, sehr schön zu lesen, sag ich mal. Das wäre natürlich schade. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen erschrocken, muss ich sagen, hier. Dass wahrscheinlich, ja, vielleicht wieder jemand hier aufhören will. Aber Nachfolger gesucht ist jetzt nun nicht unbedingt was. Ja, ich weiß jetzt nicht, verstößt natürlich gegen die AGBs, ne? Und ja gut, ich zeige es zwar jetzt auch im Video hier, ich meine, dadurch wird natürlich mehr Aufmerksamkeit darauf gelenkt, aber er hat es ja immerhin in der Videobeschreibung, in der Charakterbeschreibung hier zu stehen. Ich meine, von daher muss man denn, ja, und er ist hier einer der Top-Spieler weltweit, so, der zweithöchste Account. Ich denke mal, die Nachfrage wird da auch ohne meine Videos sehr groß sein und ich denke mal, da werden auch so viele Augen auf ihn geworfen oder auf ihn gerichtet sein, auch ohne mein Video, deswegen, ja, würde ich da immer ziemlich aufpassen. Aber ja,
Gut, ja, schade zu hören auf jeden Fall, dass er hier vielleicht auch aufhören will. Aber das ist natürlich, ja, es ist schade natürlich, weil es ein absolut heftiger Account ist. Er hat hier fast die 100k Basis-Stats auf Geschick und 67k auf Ausdauer, was natürlich sehr heftig ist. Er hier vom Playstyle wieder ganz anders unterwegs als jetzt zum Beispiel Dr. Dahn. Ne, er hat hier komplett sich auch legendär ausgerüstet, hat hier seine Gegenstände auch 13 Mal verbessert, was auch strong ist, hat überall Leggy-Gems drin, der Arena-Manager ist komplett gemaxt. Also Don Zeus hier mit ganz anderen Zielen hier als Dr. Dahn. Ne, und trotzdem ist er hier auf Platz 2 weltweit der höchsten Spieler. Ne? Und wenn wir das Ganze mal jetzt hier mal vergleichen mit Meister, der ja in der internationalen Ehrenhalle auch sehr stark unterwegs ist, ne? Der hat hier zum Beispiel, Alter, das sieht schon krass aus. Ne? Das mal so zu sehen, die Basis der 100k hier, ganz genau gerundet. Das ist natürlich sehr nice, 51k auf Ausdauer. Natürlich hat er viel in sein Hauptattribut gesteckt, sonst würde Don Zeus auch schon hier die 100k haben, wenn er hier mal 10k weniger investiert hätte. Da der Meister dahingehend irgendwie relativ Glass Cannon-mäßig hier als Krieger unterwegs, sonst kennt man ja eher die 50-50-Skillung. Ne? Und trotzdem hier sehr stark, hier 14 mal, 15 mal Verbesserung, das sind schon sehr viele Ressourcen auf jeden Fall. Und ja, nicht ohne Grund ist er hier auch einer der besten Spieler weltweit, auch über Stufe 600, starke Leistung auf jeden Fall. Ja, Don Zeus hier auf Server6.de. Jetzt kommen wir zum Platz 3. Ja, die Bronzemedaille geht an Boboline von dem höchsten Spieler her. Und ja, hier sehen wir wieder das alte Muster, komplett, ja, fast komplett hier außer in der Waffe, schwarze Edelsteine, einen einzigen Black Gem hier, ne, auch wahrscheinlich sehr gechillt unterwegs. Und hier von den Werten her komme ich sogar fast ran, muss ich sagen, 58k auf Intelligenz und 51 auf Ausdauer. Da muss ich jetzt mal kurz meinen Account hier mal nebenbei aufmachen, um das Ganze mal zu vergleichen. Weil das finde ich schon heftig. Ich meine, an die Stufe komme ich natürlich im Leben nicht ran. Ne? Das ist natürlich außer Frage. Ne? Das steht hier auch gar nicht zur Debatte. Aber wenn wir mal auf die Stats gucken, hier habe ich 64 zu 34. Ja, ist natürlich immer noch nicht so strong, aber Intelligenz habe ich schon mehr. 34, ja, 20k, sagen wir mal roundabout weniger in Ausdauer. Also hier... Ja, werde ich demnächst wahrscheinlich, auch wenn ich meinen Playstyle so auf Gold weiter behalte, werde ich die Boboline auch bald von den Werten her eingeholt haben. Das ist natürlich cool zu sehen für mich persönlich so, ne, was sich halt ja, lohnt, auf Gold zu gehen. Ich brauche halt persönlich nicht versuchen, die höchste Spielstufe im ganzen Game zu erreichen, weil das ist für mich, steht das eh außer Frage. Da sind genug andere Kontrahenten, die da die Chance drauf haben, Platz 1 zu werden vom höchsten Level her. Deswegen brauche ich das gar nicht versuchen, auf XP weiter zu spielen. Lohnt sich nicht, deswegen gehe ich hier so oder so auf Gold. Für Boboline könnte es sich noch ausgehen, auf Erfahrung zu spielen, weil sie halt ja, auf Platz 3 momentan weltweit ist und ich weiß nicht, wie viel Dungeons sie noch offen hat, hier auf dem deutschen Server 2. Ne? Also das Ganze hier natürlich könnte ja, sie auch noch einschlagen, hier auf Erfahrung zu gehen weiterhin, um dann halt sich vielleicht eines Tages Platz 1 zu holen, was so die höchste Stufe angeht. Ne? Ansonsten, ja, ist hier natürlich so viel Potenzial, ne? Aber wir sehen hier mal wieder, da sind halt wieder andere Interessen am Start, als der beste Spieler zu sein, sondern der höchste Spieler zu sein. Und wenn man der höchste Spieler sein will, braucht man nicht das beste Equipment und nicht die besten Verbesserungen und auch nicht den besten Arena-Manager. Seht ihr euch mal die Runen an, ne? Das ist alles hier, ja, Hauptsache Intelligenz ist da. Nicht mal Intelligenz, was ist das denn hier? Die hat hier keine einzige Intelligenzrune. Ich hoffe für sie wirklich sehr, dass sie hier noch ein Farm-Equipment hat, weil sonst würde das ziemlich peinlich, sag ich mal, werden hier. Ist ja ein bisschen komisch, sag ich mal. Also das will ich mal wirklich hoffen, weil sie hat hier auch in ihrem PvP-Equipment halt auch Goldbonus und sowas drin. Das ist halt jetzt alles irgendwie so ein Mischmasch irgendwie, habe ich das Gefühl. Kann aber auch sein, dass ich sie gerade in einem schlechten Zeitpunkt erwischt habe und sie hier so einen Mix aus PvP und PvE-Equipment anhat, aber wenn man schon auf einer der höchsten Spieler ist, auf Top 3, dann sollte man auch gefälligst vielleicht auch die XP-Runen reinpacken, so als kleiner Tipp vielleicht nebenbei. Hier auf Platz 1 der Mortem, hier, ne, auch hier, auch mit sehr viel Abstand, ehremäßig, ja, hier auch nicht sehr viel Leggy-Gems, also ich sag mal so, die Spieler von neuen Servern, also von etwas neueren Servern, die geben auf jeden Fall deutlich mehr Gas als die Leute hier auf alten Servern. Das müssen die aber auch, weil sie halt irgendwie ein bisschen irgendwo aufholen wollen. Das ist natürlich auch mit sehr viel Geld in Verbindung zu bringen, ne?
Aber ja, und die anderen können sich halt ein bisschen ausruhen, weil sie halt eben das Level haben. So, ne? Die brauchen nicht sofort alles top aktuell. So, und es sei denn, man möchte in der internationalen Ehrenhalle ganz, ganz weit oben stehen. Wenn die sich alle komplett neu ausrüsten würden, dann würde es ganz anders aussehen hier. Gut. Dann kommen wir hier auf Platz 4, der spielt auf dem USA-Server 1, nicht wie Strider auf USA 10, sondern auf den ersten USA-Server. Und ja, ach schade, er hat hier gerade sein Farm-Equipment drin, aber auch hier wieder zu sehen, ja, ne, nicht PvE und PvP-Equipment in einen, weil der Arena-Manager nicht so hoch ist, er muss hier auch mit Farm-Equipment spielen, ne, und das ist natürlich, muss er auch immer switchen hier sein Equipment her, und das natürlich auch, ja, spricht natürlich auch für sich, dass hier halt auch nicht so viel Geld drin steckt jetzt in letzter Zeit, ne? Wer weiß, wie viel Geld insgesamt drin steckt, das will ich gar nicht behaupten, weil er halt auch schon wahrscheinlich über 10 Jahre am Start ist, ne? Aber ja, jetzt in letzter Zeit wird er wahrscheinlich nicht so viel investiert haben. Kragori hier auf Platz 1 auf dem Server mit fetten Ehrenabstand hier und auch von den Skills her natürlich auch ganz, ganz weit vorne. Das sieht man von Equipment halt auch. Der hat halt wieder andere Prioritäten. Er will halt weiter auf dem Plätzchen nach oben in der internationalen Ehrenhalle, denke ich mal. Und halt jetzt nicht das Ziel, der Erste weltweit mit dem höchsten Level zu sein. Ne? Ist für ihn auch nicht mehr machbar. So, trotzdem levelt man natürlich noch weiter. Und Platz 5 ist hier auf dem Tschechen-Server, auf dem 6. Tschechen-Server hier. Das ist hier der DE Termit in der Mafia 2 Gang hier und auch er 90k zu 43k, ne? Und hier sehen wir halt auch wieder, ja, er ist hier mit einem sehr fetten Abstand unterwegs. Das ist halt auch so das Ding auf alten Servern. Guck mal, der Termit, der ist safe in der internationalen Ehrenhalle, der braucht sich nicht weiter anstrengen. Wozu auch, er ist hier mit so fetten Abstand auf seinem Server auf Platz 1. Warum sollte er noch hier mehr Geld investieren in seinen Char? Weil er halt, ja, wenn er halt schon den kompletten Server hinter sich gelassen hat, so, ne? Mit einer halben Million Ehrenabstand, ne? Was willst du hier noch investieren? Du bist ungeschlagen auf Platz 1, so, ne? Klar, andere Ziele können immer die internationale Ehrenhalle sein, um da höher zu kommen, ne? Aber ich kann mir das auch vorstellen, ja, ist halt ziemlich demotivierend auf so einem Server zu spielen, wo man ungeschlagen auf Platz 1 ist. Hier guckt euch den Arena Manager an, 6-mal verbesserte Waffe, das hatten teilweise meine Begleiter hier, das Equipment, ja, und das ist schon lustig zu sehen auf jeden Fall. Ja, das die 5 höchsten Spieler aus Guns, Shakes und Fidget und ich fand es mal interessant, da mal rüber zu sehen, was die für eine Werte und sowas haben, was die für ein Equipment tragen. Ne, ich hoffe, das Ganze hat euch auch irgendwie ein bisschen gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.